Guten Tag, liebe Freunde. Jura aus Sibirien grüßt euch ganz herzlich. Danke für das Einschalten. In diesem Video möchte ich wieder über einige Ereignisse in Russland erzählen und über die Neuigkeiten berichten, die mit Russland zu tun haben. Ich hoffe, ihr habt ein Interesse für das Alltagsleben in Russland und interessiert euch dafür, wie das Land lebt. Ich hoffe, euch geht's gut so im Alltag und ihr genießt euer Leben in Europa oder woanders noch. Danke euch, dass ihr meinen YouTube-Kanal regelmäßig besucht. Ich wünsche euch viel Spaß beim Anschauen und los geht's! Putin und Trump. Zum ersten Mal in der Geschichte Russlands wird ein russischer Präsident nach Alaska reisen. Wladimir Putin wird sich dort am 15. August mit dem US-Präsidenten Donald Trump treffen. Alaska gehört übrigens nicht einmal bei den Amerikanern zu den beliebtesten Bundesstaaten. Ein durchschnittlicher US-Bürger besucht im Laufe seines Lebens etwa 15 Bundesstaaten, doch nur 12% schaffen es bis nach Alaska. Russische Staatschefs haben die USA jedoch auch früher schon besucht. Der letzte Besuch eines russischen Präsidenten in den USA liegt 10 Jahre zurück, im September 2015. In der Nacht zum 9. August dieses Jahres kündigte Donald Trump an, dass das Treffen mit Putin in Alaska für den 15. August geplant ist. Später bestätigte auch der Berater des russischen Präsidenten, Juri Uschakow, diese Information. Friedensplan. Der erste stellvertretende Vorsitzende des Ausschusses für internationale Angelegenheiten der Staatsduma, Alexei Tschepa, ist überzeugt, dass das Treffen zwischen Wladimir Putin und Donald Trump Ergebnisse bringen wird. Er erinnerte daran, dass Russland stets zu Friedensgesprächen bereit gewesen sei. Tschepa erklärte, dass Moskau bereits 2021 den USA einen Brief mit Sicherheitsgarantien übergeben habe und seiner politischen Linie weiterhin folge. Russland sei gegen jegliche Konflikte und habe sowohl im Februar 2022 als auch heute Bereitschaft zu Verhandlungen gezeigt. Seiner Ansicht nach werden die Präsidenten bei den Gesprächen auf jeden Fall über Fragen von Frieden und Sicherheit sprechen. Das Treffen werde, so Tschepa, kaum ergebnislos bleiben. Zuvor hatte die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf Quellen berichtet, Trump habe in einem Gespräch mit Verbündeten angedeutet, dass Putin zu Friedensverhandlungen über die Ukraine bereit sein könnte, im Gegenzug für Gespräche über einen Gebietstausch. Todesursachen in Russland. Etwa 80% der Todesfälle in Russland stehen im Zusammenhang mit sozial bedeutsamen Erkrankungen. Das erklärte Roman Gorenkov, leitender Facharzt des Gesundheitsministeriums des Moskauer Gebiets für Allgemeinmedizin. Seinen Angaben zufolge ist der wichtigste Risikofaktor hoher Blutdruck, der zu Herzinfarkt oder Schlaganfall führen kann. Zur Liste zählen außerdem HIV, Tuberkulose, Diabetes, psychische Störungen und Krebserkrankungen. All diese Krankheiten, so der Arzt, haben erhebliche Auswirkungen auf das gesellschaftliche Leben. Gorenkov betonte, dass sich durch die Beseitigung von nur 3 zentralen Risikofaktoren Bluthochdruck, hoher Cholesterinspiegel und Tabakkonsum ein großer Teil der chronischen und sozial bedeutsamen Krankheiten verhindern ließe. Nach Einschätzung der Weltgesundheitsorganisation werden, falls der aktuelle Trend anhält, im Jahr 2030 weltweit jährlich rund 52 Millionen Menschen an chronischen Krankheiten sterben. Zuvor hatte Wladimir Putin erklärt, dass die Kindersterblichkeit in Russland auf ein neues historisches Tief gesunken sei. Die für das Jahr 2030 geplanten Werte seien bereits im ersten Quartal 2025 erreicht worden. Konkrete Zahlen nannte er jedoch nicht. Eine Autostrafe abschaffen. In Russland soll das Bußgeld für getönte Autoscheiben abgeschafft werden.
Ein entsprechender Gesetzentwurf soll in die Staatsduma eingebracht werden. Die Autoren der Initiative argumentieren, dass getönte Scheiben die Verkehrssicherheit erhöhen können. Nachts verringern sie die Blendung durch Scheinwerfer entgegenkommender Fahrzeuge. Tagsüber schützen sie vor Sonnenreflexen. Ein weiteres Argument ist der Schutz vor Diebstahl und Autodiebstahl. Durch die Tönung sei es für Kriminelle schwieriger, wertvolle Gegenstände im Fahrzeuginneren zu erkennen. Strafe für Autolärm. In Russland könnten die Bußgelder für laute Autos und Motorräder verzehnfacht werden, von 500 auf 5000 Rubel. Das erklärte der Staatsduma-Abgeordnete Sergei Kolonow. Der Gesetzentwurf wird derzeit für die zweite Lesung überarbeitet. Das Dokument sieht vor, dass die Regionen selbst Strafen für nächtliche Ruhestörungen festlegen können, mit einem Höchstbetrag von bis zu 30.000 Rubel. Der Entwurf erlaubt zudem die Beschlagnahme von Fahrzeugen mit entfernten oder veränderten Schalldämpfern. Lärmsünder sollen mit Schallpegelmessgeräten erfasst werden, die mit Foto- oder Videokameras kombiniert sind. Also, liebe Freunde, danke für das Anschauen dieses Videos bis zum Ende. Ich hoffe, es hat euch wirklich Spaß gemacht und ich wünsche euch alles Gute im Alltag sowie viel Erfolg bei der Arbeit. Wir sehen uns bald in meinen neuen Videos wieder. Bis dann. Tschüss.